20, das ist noch ein bisschen grün dafür. Haben wir den Taschenhirschfinger, wir haben das deutsche Taschenmesser hier, wir haben das Schlangenmesser, wir haben den Taschenfiletierer, der ist beton. Okay, okay, ja, so besser. Und wir haben den Rettungshammer plus das Valhalla. Sieht hier alles auch schon. Ich gehe mal kurz durch. So sieht das Ganze also preislich und release-technisch aus. Ja, wir sehen also der Taschenhirschfänger, der kommt im Sommer, genauso wie der Rettungshammer, das Filetiermesser. Der Snake Knife ist bereits verfügbar. Profile sind eigentlich nicht mehr da, ist eine limitierte Auflage. Das Valhalla 2 ist bereits komplett ausverkauft. Hat nicht lange gedauert. Aber es kommt das Baby Valhalla und deswegen habe ich das heute auch nochmal mitgebracht. Ja, so sieht das Ganze aufgemacht aus. Ne? Schöne Klingen dabei. Wir fangen mal an mit dem Pantographen. Ja, der Pantograph ist halt im Prinzip eine völlig neu aufgelegte Version eines Messers, das so als deutsches Fallschirmjägermesser bekannt ist. Der Pantograph lebt von seiner Öffnung. Wenn ich den also jetzt hier öffne, dann sehe ich schon, dass ich das so aufschieben kann. Und jetzt habe ich natürlich eine Klinge, die viel länger ist als der Griff. Das ist eigentlich der Zauber des Pantographen. Dieser Pantograph ist außerdem natürlich im Hirschfänger-Design. Warum? Ja, weil der Hirschfänger vom Waffengesetz nicht als Waffe betrachtet wird, sondern als Gebrauchsmesser. Es ist das einzige doppelschneidige Messer mit einer solchen Klingenlänge, was in Deutschland ohne Grund frei geführt werden darf. Das Waffengesetz unterscheidet nämlich zwischen Waffen und Gebrauchsgegenständen. Waffen sind so definiert, dass sie zum Angriff oder Verteidigung von Menschen bestimmt sind. Und der Hirschfänger ist eben gerade nicht zum Einsatz gegen Menschen bestimmt, sondern zum Einsatz gegen Tiere. Ein normaler Bürger ohne Grund darf diesen Hirschfänger tragen. Wenn ein Polizist, sagen wir mal, Bedenken hat, dann kann man nur hoffen, dass der Polizist auch ein Handy hat. Gott sei Dank ist das heute meistens der Fall. Weil wir hier einen QR-Code aufgebracht haben. Hier ist er auch. Und der QR-Code führt einen zu der rechtlichen Herleitung, warum dieses Messer frei führbar ist. Ja gut, jetzt muss man dazu sagen, ob einem das rettet oder nicht, das kann ich nicht genau sagen. Aber diese Messer sind ja Sammlermesser. Also es geht ja nicht darum, dass man den jetzt jeden Tag mitnimmt. Es geht darum, dass man ihn mitnehmen könnte, wenn man wollte. Darum geht es eigentlich. Man muss einmal hier unten diesen Riegel aufmachen. Und jetzt können Sie es unten anfassen, hier unten, und aufziehen. Ja? So. Nicht stechen. Und dann den Riegel wieder zu, genau. Also ein völlig ungewöhnliches Messer, was es so in der Form noch nie gegeben hat. Und es hat eben den Reiz, dass es tatsächlich frei führbar ist. Wir liefern es dann auch mit einer Scheide aus, denn es ist ja ein Klappmesser. Das bedeutet aber nicht, dass man es nicht geöffnet führen darf. Nein, die feststehenden Messer sind bis 12 cm begrenzt. Die Klappmesser nicht, die haben keine Längenbegrenzung. Und da es kein feststehendes Messer ist, hat auch das Messer hier keine Längenbegrenzung. Sie dürfen es frei führen, keine Begrenzung. Nee, andersrum. Die feststehenden sind begrenzt. Genau. Ja. Ist also eine clevere Geschichte. Es gibt auch dabei die schwarzen GC-Griffschalen. Wenn jemand das Horn nicht gefällt, dann kann man das auswechseln. Das liegt bei. Ich finde das Horn ganz attraktiv, aber muss ja jeder selbst wissen. 179 €, limitiert auf 5000 Stück, kommt im Sommer. Ja, dann haben wir hier Logan. Da vorne steht es drauf. Also Sie können sich auch eine Karte nehmen. Sie sind der Mann, der online war, ja? Das könnte man so sagen. Ja. So, hier haben wir jetzt das deutsche Messer. Ich nenne es das deutsche Messer, weil es hat gewisse Ähnlichkeiten zum Schweizer Messer, nur größer. Das ganze Messer ist meine Interpretation eines Gebrauchsmessers. Es hat zwei Klingen. Die Klingen verriegeln beide. Beide Klingen sind ordentlich groß. Ja, ich habe hier eine richtig gebrauchsfähige Säge mit richtig Power. Die kann richtig was doppelreihige Säge.
und eben auch eine 4 mm breite Klinge, die auch richtig scharf ist. Dieses Messer gibt es auch nochmal in Oliv. Das heißt also, es gibt 2 Varianten. Es kommt dann ebenfalls im Sommer 24 für 99 €. Auch frei führbar, weil Klappmesser, das ist verriegelt zwar, aber es kann ja nur mit 2 Händen geöffnet werden und damit unterliegt es nicht dem Führverbot. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass Taschenmesser auch begrenzt sind. Der hintere Verschluss verbietet das andere. Genau, so. Ja, dann haben wir das Schlangenmesser. Hier ist das Schlangenmesser. Das Schlangenmesser ist ganz was Besonderes, weil nicht nur sieht es aus wie eine Schlange, eigentlich nicht immer etwas schwierig, sondern das ist ein Messer, was man nicht verlieren kann. Wenn Sie dieses Messer in der Hand haben, Sie können es nicht verlieren, es geht nicht. Und wenn Sie die Faust ballen, dann ist das Messer richtig fest in der Hand. Ja? Der Vorteil von diesem Messer ist, man kann mit der Hand noch alles machen. Ich kann jemanden greifen, ich kann Werkzeuge benutzen, ich kann sogar auf der Computertastatur tippen. Und das kommt immer gut, wenn ich das Messer in Amerika zeige. Ich kann damit eine Schusswaffe halten. Ich könnte das sogar tun, wenn ich so ein Messer rechts und links in der Hand habe. Normalerweise, wenn Sie ein Messer haben und eine Schusswaffe, dann müssen Sie sich entscheiden. Wenn Sie die Schusswaffe in die Hand nehmen, müssen Sie das Messer fallen lassen. Das nimmt einem natürlich Optionen, das muss man jetzt hier nicht. Dieses Messer, wir verkaufen es als Kampfmesser. Es wird auch mal eine Gebrauchsmesserversion davon geben, aber mit einer anderen Klingenform. Ja, klar. Also freie Besitz ist erlaubt. Wenn Sie einen Grund haben, wenn Sie zum Camping gehen oder einen Apfel schälen wollen, dann dürfen Sie es auch führen. Nur eben, also das Gesetz unterscheidet da nicht. Also wenn Sie einen Grund haben, dann dürfen Sie auch ein Schwert führen. Auch das Messer ist eigentlich hochinteressant. Es ist verfügbar, 129 €, limitiert auf 1000 Stück. Das nächste Messer, was ich Ihnen jetzt hier zeigen kann, ich nehme an, der eine oder andere von Ihnen kennt meine Pocketchette, die ja schon lange ausverkauft war. Da haben wir 5000 Stück in nur 72 Stunden verkauft. Das ist das Gegenstück der Pocketchette, wo die Pocketchette massiv und ultra schwer ist das ultra dünn und ultra leicht. Dieses Messer insgesamt mit der Langklinge wiegt unter 100 Gramm, keine 100 Gramm. Weil eine ultradünne Klinge aus ganz hochwertigem S35 VM-Stahl, hochbiegsam und Rasiermesser scharf, Carbon-Griffschal und natürlich durch die Klapptechnik wieder ein Messer, das man frei führen darf, trotz der gewaltigen Klingenlänge. Ich glaube, das ist eines der gefährlichsten Messer am Markt überhaupt. Denn die Klinge ist dermaßen spitz und scharf und biegsam. Ja, klar. Ja. Macht es ja so reizvoll. Ne? Leider, die hohen Materialien haben ihren Preis. Es ist ein teures Messer, es kostet 279 €. Das ist vor allen Dingen dem hochwertigen Stahl und dem Carbon geschuldet. Limitiert auf 1200 Stück, ja, und kommt eben auch im Sommer. Neu auch der Rettungshammer, den ich designt habe. Also man sieht schon, es ist ein bisschen massiver als der normale Rettungshammer, den man so im Omnibus findet. Aber er hat natürlich trotzdem den Glasbrecher hier zum Brechen von Seitenscheiben. Aber ich habe hier nochmal so eine Art Hacke dran und kann das Messer dann auch, beziehungsweise den Hammer, auch so führen. Ja. Der eine oder andere wird jetzt sagen, super Verteidigungswaffe, dafür ist es aber nicht bestimmt. Das hier ist ein Hammer, mit dem Sie auch eine Frontscheibe aufkriegen. Frontscheiben sind ja Verbundglasscheiben, das heißt, es befindet sich eine Folie zwischen 2 Glasschichten. Und diese Folie ist undurchdringlich. Also wenn Sie da jemanden befreien wollen oder selber raus wollen, das kriegt man nicht kaputt. Man kann vielleicht einen Sprung in die Scheibe kriegen, aber die Folie durchdringen Sie nicht. Und dazu braucht man eben Spezialtool. Ja, die Feuerwehren, die haben dafür so ein Ding, das sieht aus wie so eine große Baumsäge. Aber ich habe mir gedacht, es geht auch kompakter. Und das tut es auch. Ich habe hier mal so ein Video dazu gedreht auf dem Schrottplatz. Da sieht man schon, die Seitenscheiben sind jetzt nicht wirklich ein Hindernis. Das ist also relativ schnell gemacht. Man braucht den eigentlich nur zu berühren damit. Frontscheibe ist etwas anders. Also, was man macht, man nimmt den Hammer, um zuerst ein kleines Löchlein in die Scheibe zu hacken. Das mache ich jetzt gerade. Ja, man sieht schon, das würde jetzt nicht so zersplittern wie so eine Seitenscheibe, eben weil die Folie dazwischen ist.
Jetzt klappt man das Messer aus, geht mit dem Haken rein und jetzt kann man die Scheibe sozusagen aufsägen. Ja, wenn man das jetzt hier sieht, das hat schon ganz ordentlich Power, obwohl es ein sehr kleines Tool ist, kommt man damit schon echt gut zugange. Ich habe hier mal nachgemessen, ich habe in unter einer Minute habe ich eine Öffnung reingesägt, wo man jemanden aus dem Auto hätte befreien können. Ja, und man sieht, der Haken dafür, der ist auch dazu da, dass einem beim Sägen die Säge nicht aus dem Schlitz rutscht, weil die sich ja da unten festhakt. Dann ist außerdem hier angeschliffen und das dient dazu, einen Gurt durchschneiden zu können. Also diese Innenseite des Hakens ist scharf. Ja, dann bin ich gleich fertig und jetzt sieht man, das ist mir ohne weiteres gelungen. Es ist etwas schweißtreibend, aber das liegt in der Natur der Sache. Ja, 440er Stahl. Das ist jetzt in diesem Fall kein ultra hochwertiger Stahl, weil Glas ist sehr hart. Man kann das noch ein paar Mal nachschleifen, aber irgendwann will man mal eine neue Klinge haben und dann sollte es ja nicht die Welt kosten. Ja, das Valhalla, ich habe es jetzt hier liegen in der super edlen Damastil-Ausführung. Das Valhalla lebt von seiner Öffnung. Es hat so einen Kniegelenkverschluss. Und die Messer hier, also dieses Messer hier war begrenzt auf 30 Stück, kostet 2.200 €, natürlich ausverkauft. Das ist mein persönliches Exemplar mit der Nummer 12 von 30. Wir haben aber insgesamt auch 2.000 im normalen Stahl gemacht. Auch die sind vergriffen. Und es kommt jetzt das Baby Valhalla. Das Baby Valhalla, ja, das Bild, genau, ist im Prinzip die EDC-Variante. Hat die gleiche Kniegelenktechnik und ist aber natürlich deutlich schlanker, deutlich leichter, ideal zum Mitnehmen. Es ist ein Zweihandmesser, es darf also auch frei geführt werden. Man kann es ja nicht mit einer Hand öffnen. Ja, Zweihandmesser. Ja, weitere Neuheiten gibt es auch noch. Also das sind jetzt Sachen, die noch nicht im Sommer verfügbar sein werden, an denen wir aber arbeiten. Es kommt der Pocket Parang, sozusagen eine neue Version der Pocket Chette mit einer ganz anderen Form. Ich habe Ihnen aber auch hier mal einen Prototypen mitgebracht eines ganz neuen Messers. Und zwar ist das ein Faustmesser. Faustmesser sind ja in Deutschland eigentlich verbotene Gegenstände. Aber wenn man das Gesetz ganz genau liest, dann sind nicht alle Faustmesser verboten, sondern nur feststehende oder feststellende Messer. Und das ist hier nicht der Fall. Hier gibt es keine Feststellung. Das heißt, das Messer wird durch die Finger festgestellt. Aber auf die Art und Weise kann nichts passieren, ich kann damit richtig Gewalt ausüben, weil die Finger es fest in der Hand halten. Oben kommt noch ein Glasbecher rein und unten ist noch so ein Bithalter. Da kann ich das auch dann damit ganz klar machen, dass es sich um ein Werkzeug handelt und nicht um ein Kampfmesser, damit ich es eben nicht nur legal besitzen, sondern auch mit mir tragen darf. Was jetzt die Brauchbarkeit des Messers für harte Einsätze betrifft, lasse ich das mal undokumentiert. Ja, gleichzeitig kommt auch noch wir sehen hier noch ein Holzmesser, eine Wikinger-Axt. Ist auch ein sehr spannendes Produkt. Auch habe ich jetzt hier Messer zum Auseinanderklappen, die sozusagen ineinander geschoben werden können. Dann haben wir noch einen faltbaren Kukri, der sozusagen den gesamten Griff aufklappt und die Klinge umschließt. Auch das ist ein spannendes Projekt, aber das sind Projekte für 2025. Ja, das waren meine Messer für das nächste Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne mal kommen und sie euch anschauen. Dazu bringe ich Sie mit. Deswegen machen wir mit QR-Codes. Ja, wobei die meisten, also bei der Polizei ist das meistens so.